Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Etwas, worüber ich auch noch nicht geredet habe, ist das neue FEC 26 Streamer und Commentator Support Programm. Und vor allem das Commentator Programm, darauf wollte ich jetzt eigentlich eingehen, weil das jetzt mehr so für jeden, sag ich mal, gedacht ist. Das Streamer-Ding ist ja, jetzt für Leute, die selber nicht streamen, ist ja eigentlich mal ziemlich irrelevant. Aber ja, auf jeden Fall gibt es da wieder so ein Support-Programm, wo man sich jetzt für anmelden kann. Das für die Streamer geht bis zum 5. Juni. Also kann man sich anmelden. Und das für die Kommentatoren, ja, sehr interessant, das gab es letztes Jahr nicht, geht bis zum 30. Juni. Genau. Die ganzen Bedingungen gehen wir jetzt nicht alle durch, weil es ist relativ viel Text tatsächlich. Würde ich jetzt sagen, ist jetzt für die meisten einfach nicht so wirklich relevant. Was es gibt hier, ein VIP-Coupon, der $150 wert sein soll. F-Coins, die wieder diesen Partnertitel für 2026 diesmal. Weil stand letztes Mal eine Jahreszahl dabei? Ich glaube, letztes Mal stand einfach nur Partner-Streamer dabei. Weiß gar nicht mehr. Ja doch, ich bin mir sogar relativ sicher, dass da gar keine Jahreszahl dabei stand. 10% Speedset gibt es, natürlich szenengebunden. Und Event Invitations, Priority Invitations to Future Events. Was auch immer das bedeuten soll. Genau, dann noch mehr hier Bedingungen. Wie gesagt, könnt ihr euch ja selber durchlesen, wenn es für euch interessant ist. Genau, und dann etwas Neues, etwas Interessantes, was wie gesagt auch wirklich für jeden theoretisch zugänglich ist. Auch wenn man noch nie gestreamt hat zum Beispiel oder gar kein Streamer ist oder sein möchte. Und zwar gibt es mit dem FEC 2026 eben ein Recruitment-Programm eines offiziellen Kommentators, der professionelles und wertvolles Commentary liefert für das Finale in Manila. Und das ist eigentlich der springende Punkt, warum ich dieses Video mache. Genau. Sie wollen quasi jemanden finden, der ein gutes Verständnis davon hat, von Flive Universe, von den Kampfmechaniken, also vom PvP-System im Endeffekt und vom Core-Gameplay, um eine authentische Erfahrung für die globale Flive-Community zu liefern, als Kommentator halt. Wer ausgewählt wird, wird zum FEC 2026 Grand Finals in Manila eingeladen und wird dort offiziell wie alle anderen Teilnehmer, also wie die Finalisten auch, an den offiziellen Terminen, an dem offiziellen Prozedere des Finales dann teilnehmen. Außerdem wird ein Special Guest das Commentary begleiten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das ist. Das ist diese Silhouette hier. Aber ich weiß nicht, ob das nur eine Platzhalter-Silhouette ist oder ob das wirklich die Person ist. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Und mit dieser Person wird man dann zusammen kommentieren. Also der ausgewählte Kommentator, es wird wohl wirklich nur einer sein, von allen Bewerbungen, wird dann zusammen mit dem Special Guest quasi das Ganze kommentieren und dann eben die, keine Ahnung, die extrem relevanten Informationen in den Stream tragen, sozusagen. Genau. Das Ganze geht, wie gesagt, bis zum 30. Juni. Nur einer wird ausgewählt. Und dann hier auch wieder ein paar Bedingungen. Also hier muss man ein Kommentator-Video quasi machen. Hier gibt es ein Referenzvideo, das man sich anschauen soll, quasi was erwartet wird so ungefähr. Man muss dann auf YouTube was hochladen. Also ich schätze mal, das kann man auch auf nicht gelistet hochladen. Oder wahrscheinlich soll man es sogar auf nicht gelistet hochladen. Oh ne, muss sogar auf Public sein. Oh, meint, hier steht sogar. Genau. Und ja, da einfach ein bisschen was halt zeigen. Ich meine natürlich, wenn du da Larifari, Bill-Poster benutzt irgendein Skill, dessen Namen ich nicht kenne und da ist ein Crack-Shooter und der macht, ich weiß es nicht, aber es sieht cool aus. So sollte das Ganze natürlich nicht aussehen. Man sollte natürlich die ganzen Skill-Namen kennen. Man sollte grundsätzlich verstehen, was passiert und so. Allerdings kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die Anforderungen jetzt extrem hoch sind. Also was hier zum Beispiel auch noch irgendwo erwähnt wird, ist genau, hier, Preferred Experience. Hier wird zum Beispiel gesagt, es wäre natürlich von Vorteil, es ist wieder bei einer Bewerbung im Endeffekt,
wenn du halt schon mal irgendwas vorher groß kommentiert hast oder gecastet hast, heißt das ja im E-Sport, ein Caster warst, irgendwo ist das natürlich von Vorteil, wenn du dein Resümee hast. Oder wenn du natürlich selber schon im FEC teilgenommen hast. Oder du bist einfach ein aktiver PvP-Spieler, der halt vielleicht schon tausende Punkte im Guild War erspielt hat, was ja auch irgendwo eine Art Resümee darstellt im Sinne vom PvP Flive Universe Gameplay. So, was bekommt man jetzt aber? Warum ist das für euch relevant? Also der ausgewählte Kommentator bekommt das Gleiche, was auch die Finalisten bekommen. Und zwar Full Travel Support to Manila, including a round-trip economy flights, designated hotel accommodations and local transportation. Das heißt im Endeffekt, alles wird bezahlt, du wirst eingeflogen, dein Hotel, alles gratis vor Ort, dass du überall hinkommst, alles gratis, wird alles von Flive bezahlt quasi. Außerdem bekommst du ein 10% Speedset. Mein gut, okay, ist jetzt vielleicht nicht so, ein krasser Bonus im Vergleich zu dem ersten. Also die vollgebuchte Reise, die für dich komplett bezahlt wird, ist natürlich ein bisschen wertvoller als ein 10% Speedset. Account gebunden oder sehengebunden, ich weiß gar nicht, sehengebunden wahrscheinlich. Und man bekommt einen Ingame-Titel, den FEC 2026 Kommentator, allerdings auch nur für 365 Tage. Genau. Außerdem bekommen alle einen Ingame-Coupon, Ingame-Item-Coupon, die sich beworben haben, wobei hier Qualifying steht. Also wahrscheinlich musst du trotzdem alle Punkte, die hier verlangt werden, erfüllt haben. Nur halt, selbst wenn du da nicht ausgewählt wirst, kriegst du trotzdem einen kleinen Coupon-Code mit ein paar Ingame-Items. Wird nichts Krasses sein, schätze ich mal, aber nicht schlecht. Finde ich gut, dass hier die Mühe, sich überhaupt zu bewerben, so ein bisschen auch gewertschätzt wird mit diesem Ingame-Coupon. Genau. Dann noch mehr hier Sachen. Also man muss natürlich dann in die Philippinen einreisen dürfen. Muss halt gucken, dass das alles passt mit Visa und so weiter. Das ist jetzt relativ egal, sag ich mal. Natürlich muss man dazu stimmen, dass dein Gesicht, deine Stimme und so weiter, dass das alles verwendet werden darf. Im Endeffekt trittst du deine Rechte dann daran ab, dass das ganze Material halt quasi nicht dir gehört, sondern es wird ja dann offiziell verwendet und auch für Marketingzwecke benutzt werden. Musst du überall zustimmen etc. Ist ja ganz normal. Ich meine, natürlich musst du da zustimmen, sonst funktioniert das ja gar nicht, wenn du da nicht zustimmen würdest. Genau. Und ja, das ist im Endeffekt mehr oder weniger eigentlich schon alles. Gut, was natürlich noch wichtig ist, das Ganze findet natürlich auf Englisch statt. Das ist wichtig. Man muss natürlich, wie gesagt, Flive Universe Gameplay beherrschen, PvP, Strategien und Situationen erörtern können. Und ja, also alles so Sachen, die man halt als Kommentator irgendwie können muss. Und wie man sich dann bewirbt, wird auch hier gesagt, mit einem Google-Form. Genau. Und ja, das waren eigentlich so die Infos, so grob runtergebrochen. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, könnt ihr es euch nochmal in Ruhe durchlesen. Und ja, finde ich tatsächlich echt interessant. Letztes Jahr muss ich sagen, also im ersten Jahr, wo sie diesen Livestream gemacht haben, war es eigentlich ganz gut gemacht, fand ich, für das erste Mal, wo sie das gemacht hatten, mit einem offiziellen Kommentator, Pipapo, es sind immer 2 Kommentatoren. Letztes Jahr fand ich es ein bisschen verwirrend, weil dann plötzlich einfach MK4 da war und es war irgendwie nicht so ganz klar, wie der genaue Ablauf ist und so. Also es gab nicht diesen einen Kommentator, der auch vorher nicht wirklich bekannt war. Also ich finde jetzt also als globaler Zuschauer war es ein bisschen verwirrend, weil normalerweise hast du halt 1 oder 2 Kommentatoren und die sind ja dann auch relativ fest eigentlich. Letztes Jahr das 2 oder 3 Mal gewechselt zwischendurch. Das war ein bisschen verwirrend. Und es kam immer wieder irgendjemand Neues dahin und man wusste nicht so ganz, wer das jetzt ist oder warum jetzt überhaupt gewechselt wurde und so. War nicht ganz klar, wurde nicht kommuniziert. Nicht, dass es jetzt wirklich schlimm ist, davon mal abgesehen. Ich meine, es ist ein Flive-Turnier. Gibt wichtigere Dinge definitiv. Aber wenn es jetzt dann quasi einen offiziellen Kommentator gibt, der dich durch das ganze Event sozusagen durchführt, beziehungsweise in dem Fall dann wirklich 2 Feste, ein Kommentator von der Community und ein Special Guest, dann ist es halt von Anfang an ein bisschen klarer und strukturierter sozusagen. Und man fühlt sich dann vielleicht nicht ganz so verloren in dem Livestream. Also man merkt auf jeden Fall, dass sie sich dahingehend zumindest auf jeden Fall weiterentwickeln wollen,
dass es dann eben Jahr für Jahr auf jeden Fall eine bessere Experience für alle wird. Und wie gesagt, das ist halt jetzt einfach die Chance, auch als Community-Mitglied, wie gesagt, auch wenn man kein Streamer ist oder selbst wenn man einfach nur ein ganz normaler Spieler ist, dass man hier theoretisch die Chance hat, sich da auch zu beteiligen an dem Ganzen und ja, eben auch mehr oder weniger einen kleinen Gratis-Urlaub in die Philippinen zu gewinnen. Ja, also wer es nicht mitbekommen hat, jetzt wisst ihr Bescheid. Das Ganze geht, wie gesagt, noch bis zum 30. Juni. Und dann sage ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns auch im Livestream wieder. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.